Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake's American Nightmare. Das ist meine erste Session, die ich tatsächlich von diesem Spiel nicht nachts aufnehme. Heißt, ein Stimmungskiller könnte es eventuell sein, aber der größere Stimmungskiller ist im Moment die enorme Hitze. Also gefühlt haben wir 40 Grad draußen, wahrscheinlich werden es eher 30 sein. Warm genug ist es mir trotzdem. Ich habe versucht, einen Ventilator nebenher laufen zu lassen, aber der macht so derbe Störgeräusche, das ist leider nicht möglich, den laufen zu lassen. Das heißt, ich hocke jetzt hier wirklich in der Sauna. Gut, und dann würde ich sagen, Story fortsetzen. Gespeichertes Spiel. Motel? Ah, doch. Red Tooth Observatory. Wir waren doch soweit. Mount Redtooth. Its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Déjà vu. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I better find Dr. Meadows' car. That's what Aber diesmal lassen die Besessenen nicht lange auf sich warten. Oh. Warum steht denn die Feuerwehrbahn? Brennt die brennt das... Oh. Brennt das Observatorium etwas so häufig, dass die Feuerwehr mittlerweile hier so einen Wagen abstellt, oder? Ein Radio. Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again. I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that this is my dream job? True fact. Da ist wohl einer ein bisschen angepisst davon, dass er auch die Nacht wieder und wieder leben muss. Dafür sind irgendwie heute nicht Barry und Kota. Interessant, also ist doch ein wenig anders. Nicht nur, dass die Leute irgendwie wissen, dass es anders ist, sondern es ist tatsächlich anders. Da drin ist eine Manuskriptseite, laut Minimap. Die will ich doch mal holen. Darum... Ah, da haben wir sie. Erstmal gucken, wieso kann ich hier auffüllen? Egal. Machen wir doch einfach mal. Und das F5 drücken, dass wir die kriegen. Oha, da haben wir zwei übersehen. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Das ist die richtige Seite. So. Okay. Also die, wo wir eigentlich hätten im Autokino kriegen müssen. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop.
She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Aha, so viel zu Dr. Meadows Sozialleben. Heißt, die ist zwar eine sehr sozial, aber es ist wieder so eine Workaholic. Arbeit geht immer vor. Da kenne ich einige Personen. Die sind genauso. Ich bin etwas leise. Vielleicht sollte ich das Mikrofon doch etwas näher stellen. Damit er auch erlebt, wenn ich schreie. Das hat gerade leider gepasst. Ui. Au. Ach, lebst noch. Mann, 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 Mann. Ach, stopp, das Bildverarbeitungssystem, das ist da hinten. Pumpgang zu Jagdgewehr. Sollen wir das machen? Ich weiß es nicht. Ich würde es eigentlich nicht machen. Da kommen wir nicht rein. Da ist eine Manuskriptseite aber irgendwo. Ich habe sie doch gesehen. Bin ich wahrscheinlich mit voller Pulle dran vorbeigeknallt. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Okay, wir lernen also auch ein bisschen darüber, wie die Dunkelheit eigentlich hierher kommt und warum es immer spezielle Orte sind. Boah, eine Sekunde. Auch noch Kopfhörer verkehrt rum aufgesetzt, ne? Nee, da war nur kurz Störung, was ich noch was erledigen musste. Außerdem, ich bin irgendwie heute komplett daneben. So mit der Moderation und so weiter, das ist schon mal interessant. Also nee, wir haben über die Manuskriptseite gerade eben haben wir erfahren, wie so die Dunkelheit bei uns in unsere Realität kommt. Und er bezeichnet Alan Wake. Na, kommt, geht durch die Tür. Alan. Und halt nicht. Wie die andere Realität quasi dazu benutzt werden kann, unsere Realität zu verändern. Ich habe doch die Dunkelheit gesehen. Das Ding. Und eine weitere Manuskriptseite. Die Dunkelheit. Darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Interessant. Das war nochmal eigentlich auch wieder mehr so eine Zusammenfassung von den Dingen, wo wir eigentlich schon wissen. Zum Teleskop zurückkehren. Wir waren noch nie in dieser Realität. Oder in dieser Nacht am Teleskop. Wir können da nicht zurückkehren. Vögel.
Achso, das sind die Vögelmänner hier. Aua. Das war einer. Gegen die hilft dann die Pumpgun doch mehr. Mit 2 Lebensbalken traue ich mich jetzt mal mit dem Health-Ding da vorbei. Ob sich Dr. Meadows an uns erinnert? Ob sie ebenfalls ein Déjà-vu hat? Nein, nicht schon wieder. Also die Typen sind echt noch nerviger wie die Wiesel. So, da wollte er doch gerade abhauen. Habe ich den anderen schon erwischt gehabt, dass er sich verwandeln wollte? Anscheinend. Nein, ich möchte Karabiner, weiß nicht, ob das... Vielleicht ist das sogar besser, ich habe keine Ahnung. Leuchtfackel nehmen. F5 und die Natur von Geschichten. Also, wir sind gerade ein bisschen erfolgreich, was die Seiten angeht. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Auch das ist irgendwie ein sehr interessanter Ansichtspunkt. Macht durchaus Sinn. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Ja, sie erinnert sich an uns. Und wir haben wieder eine Fernseherbotschaft. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Ach toll. Ein Arsenal von Waffen. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Mörder. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. Also Schweizer Militärmesser als I know Waffe. what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. Psycho. Ah, I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Nein. Moment, das halte ich davon. So,
Musste auch mal gesagt werden.